Einen Gegenstand genauso abzubilden, dass er von vorne bis hinten komplett scharf ist, genau an den Stellen, wie ihr das haben wollt. Ist das überhaupt so einfach möglich? Schärfentiefe von vorn bis hinten durchgehend, von euch manipulierbar. Was kostet es? Dauert es lange? Ist es kompliziert? In diesem Video zeige ich euch das. Ja, hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Nach dieser fulminanten Einleitung ist schon klar, worum es heute geht. Wie schaffe ich es jetzt, ein Objekt, das eine gewisse räumliche Tiefe hat, formatfüllend, komplett scharf darzustellen? Und das ist natürlich ein Problemchen, denn wir haben hier mit vielen technischen Unzulänglichkeiten zu kämpfen. Nun, Objektive arbeiten normalerweise in einem Bereich optimal, der so bei einer Blende von zwischen 4 und meinetwegen 11 bis 16 liegt. So, gerne fotografiert man mit einer Blende 8, da weiß man, Objektive arbeiten oftmals in diesem Bereich wirklich optimal und bilden im Kern mit einer guten Kernschärfe ab. So, das ist das eine. Wenn ich das jetzt aber so mache und ich zeige euch jetzt mal dieses Bild hier, was wir später dann besser haben möchten, dann sieht das so aus, dass zum Beispiel jetzt die Büchse bzw. das Deo-Spray vorne scharf abgebildet ist, aber nach hinten das Bild immer unschärfer wird. Das ist mit einer Blende 8 fotografiert. Das ist dann natürlich für den Kunden nicht optimal. Übrigens, diese Firma sponsert dieses Video nicht. Das Set habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und das nehmen wir heute einfach mal als Beispiel her. Okay, was könnten wir jetzt tun? Nun, wir könnten sagen, okay, wir wissen, dass ein Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop zum Beispiel das Focus Stacking beherrscht. Also gehen wir doch so vor, wir nehmen den vordersten Punkt des Bildes, machen ein Bild mit diesem Punkt scharf und dann staffeln wir einfach immer weiter über den Fokus des Objektivs bis nach hinten durch, bis wir dann eben eine Serie von einigen Bildern haben, die unterschiedliche Schärfebereiche abdecken und Photoshop rechnet uns das zusammen. Kann man so probieren, kann in manchen Fällen auch halbwegs ordentlich funktionieren, aber wir arbeiten hier dann mit unterschiedlichen Brennweiten. Geht denn das auch anders? Ja, das geht. Wir werden so eine Makroschiene benutzen. Und die Teile, die erhaltet ihr von billig, das seht ihr jetzt hier im Bild, bis zu halbwegs teuer. Das seht ihr jetzt im kommenden Bild. Und das Ganze geht sogar noch viel teurer. Also Novoflex und Makro Brocken, ja, die können dann schon auch mal 700, 800 Euro kosten. Das da ist verhältnismäßig billig und für jeden erschwinglich. Und was machen wir damit? Wir montieren unsere Kamera drauf und dann werden wir mit einer Brennweiteneinstellung bei einer Blende 8 eine Staffel von vorn bis hinten durchziehen und diese dann in Photoshop über Focus Stacking dann zusammen montieren lassen. Ob das gut funktioniert, wie das funktioniert, das werdet ihr jetzt im Folgenden sehen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. So, liebe Freunde, und hier haben wir jetzt mal den Setaufbau. Eine ganz einfache Geschichte. Fotografiert wird heute mit meiner D610 von Nikon mit einem 105 mm Sigma Makroobjektiv bei einer Blende von einer f8. Dann haben wir hier ganz normales Strip-Light 22 x 90 cm. Die Blitze auf zweitniedrigste Leistung eingestellt, also beides absolut identisch. Das ist nun das, worum es heute geht. Wir haben jetzt hier ein Set von 3 Produkten, die unterschiedlicher nicht sein können. Zum einen dieses Deo-Spray in einer Matt-Alu-Dose, dann hier diese Glasflasche mit einem Parfum und hier diese Tube Duschgel, die aus glänzendem silbernem Kunststoff gemacht ist und im Hintergrund den Pappkarton, in dem das alles verpackt war. So, hinter der Glasflasche habe ich positioniert einen kleinen silbernen Reflektor, damit wir dann natürlich auch die Bedruckung auf der Front schön sehen können.
Habe ich bereits schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das Ganze soll durchgängig scharf sein. Also von hier über hier bis hier und der Pappkarton im Hintergrund ganz genauso. Das ist die Aufgabenstellung. Ja, liebe Leute, natürlich müssen wir die Schiene auch an der Kamera befestigen. Und das machen wir auf einer Position, bei der ich den größtmöglichen Verstellweg hier jetzt dann auch zur Verfügung habe. Was man hier jetzt auch ganz gut sieht, ist dieser Zahnkranz, mit dem ich dann nachher arbeiten werde. So, und das Ganze müssen wir natürlich auf ein Stativ aufbringen, denn ohne Stativ geht es nicht. Wir müssen immer dieselbe Position halten können. Ja, und das mache ich dann eben jetzt. Arretiere und stelle mir hier meinen ersten Auslösepunkt genau ein. Zuerst mal werde ich meinen Autofokus auf die hinterste Bildstelle justieren. Das wäre dann also dieser Bereich hier. Den werden wir zuerst scharf stellen und uns dann nach vorne durcharbeiten. Um hier jetzt natürlich mit unseren Schärfetiefe-Messungen die besten Ergebnisse zu kriegen, brauchen wir eine Entfernungsmessung zum Objekt. Und das mache ich zum Beispiel ganz gerne über so ein Lasergerät. Das gibt es im Baumarkt oder bei Amazon für ein Apfel und ein Ei. Überhaupt kein Problem. Ich schalte das Teil ein. Da seht ihr das hier. Und dann messe ich mein Objekt an. So, und hier haben wir unsere Messung. Ist genau 1,50 Meter. So, jetzt nehmen wir unsere App zur Hilfe. Das ist der Photo Assistant Schärfetiefe-Rechner. Den aktiviere ich mir. Und bei der Blende werde ich hier jetzt natürlich meine F8 eingeben, mit der wir fotografieren. Die Brennweite beträgt 105 mm, die wird ja über die ganze Zeit auch gleich bleiben, 105, ich bestätige mit OK. Bei der Objektdistanz haben wir dann unsere 1,5 Meter, auch das können wir hier händisch eintippen. So, wenn ich das eingegeben habe, dann zeigt er mir ganz unten die Schärfentiefe an und das sind hier jetzt 0,09 Meter, entspricht 9 Zentimeter. Und damit ich einen entsprechend guten Überlappungsbereich habe, der großzügig ist, werde ich mich entscheiden, in 3 Zentimeter Schritten die Schiene zu bedienen. Das war's hier an diesem Punkt. Ja, und dann geht es in 3 Zentimeter Schritten locker flockig durch. Und da erreichen wir dann insgesamt 7 Aufnahmen. Ich habe nun von der Kamera alle Bilder in Lightroom hineingeladen. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Ich meine, der Vorgang, der sollte ja klar sein. Was ich an allen Bildern jetzt auch noch vorgenommen habe, sind ganz einfache Basiskorrekturen. Also, ich habe die Objektivkorrekturen vorgenommen, chromatische Aberrationen entfernt, Profilkorrekturen aktiviert. Ich habe das Bild etwas nachgeschärft in Grenzen und dann noch eine leichte Tonwertkorrektur vorgenommen, Lichter etwas abgesenkt, die Tiefen leicht angehoben und natürlich das Bild entsprechend neutralisiert, was bei den ganzen grauen Flächen hier im Bild ja jetzt überhaupt kein Problem ist. So, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, ich klicke mal drauf und wir gehen mal in das Bild hinein, dann seht ihr hier beim ersten Bild, was ja auf die größte Entfernung scharf gezeichnet hat, ist auch hinten die Kante von dem Karton natürlich scharf. Und das könnten wir jetzt durch alle Bilder durchklicken, das mache ich jetzt mal nicht. Ich nehme mir mal das dritte vor, da sollte sich das von der Schärfe dann wesentlich ändern. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel den Karton bis in den Vordergrund scharf. Im fünften Bild ist zum Beispiel dann die Flasche komplett scharf. Wenn sich das dann mal endlich einrichtet, so, da haben wir hier die Flasche und andere Bildteile natürlich auch scharf. Und im letzten Bild sollte dann natürlich auch die Spraydose
mit dem Deodorant entsprechend scharf gezeichnet sein. Und wenn das dann so der Fall ist und wir haben wirklich alle Bildbereiche, die uns am Herzen liegen, mit unserer Bilderstaffel erfasst, und ihr seht ja das ist also auch einwandfrei, dann können wir übergehen zu Photoshop. Und dazu markiere ich einfach mit gedrückter Shift-Taste alle Bilder, gehe mit der rechten Maustaste drauf, wähle Bearbeiten in und jetzt kommt's, bitte wählt das in Photoshop als Ebenen öffnen an. Wählt bitte hier nicht schon in Photoshop zu Panoramabild zusammenfügen oder sowas, ja, sondern ganz normal in Photoshop als Ebenen öffnen. Und dann wird euch Photoshop automatisch eine Datei mit 7 Ebenen mit unseren 7 Bildern in der Reihenfolge dann erzeugen. Und das klicke ich dann an und wir springen gleich hinüber zu Photoshop. So, und da haben wir das. Das habe ich jetzt natürlich alles für euch mal verkürzt dargestellt. Da sind die Bilder. Alle Ebenen markiere ich mit gedrückter Shift-Taste und wähle dann Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten. Und dann erzeugt mir Photoshop eben perfekt ausgerichtete Ebenen. Und was bedeutet das? Da ja die Bilder in Lightroom alle in unterschiedlicher Größe vorhanden sind. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Ich springe nochmal nach Lightroom rüber, verkleinere das und klicke mich hier mal durch. Und ihr seht, von vorne nach hinten werden die Bilder immer größer vom Abbildungsmaßstab her. Wir haben ja immer mit der gleichen Brennweite fotografiert, aber von vorne nach hinten mit unterschiedlicher Bildentfernung. Und daher kommt das. Deswegen müssen wir ja jetzt dafür sorgen, dass Photoshop alle Bilder auf die effektiv gleiche Motivgröße bringt. Das geschieht eben dann über Ebenen automatisch ausrichten, hier über Auto, und alles andere braucht ihr hier jetzt nicht anzuwählen. Man kann natürlich bei Problemen dann probieren, die geometrische Verzerrung noch zu aktivieren, wenn das der Fall sein sollte. Ich mache das jetzt einfach mal aus Jux und Dollerei, es muss aber eigentlich nicht sein, und klicke auf OK. Ja, und wenn dieser Vorgang dann abgeschlossen ist, dann sieht das eben so aus, wie wir das hier jetzt sehen. Alle Bilder haben jetzt den gleichen Maßstab, was den Bildinhalt angeht. Und ich zeige euch das mal, indem ich jetzt die Ebene mal einzeln von der Ansicht her ausschalte. Das nächste Bild und so weiter und so fort. Und jetzt erklärt sich auch, warum ich mit dem hintersten Bildteil beim Fotografieren angefangen habe, denn das ist der größte Bildausschnitt. Ich schalte die jetzt alle mal wieder ein und jetzt müssen wir nur noch Folgendes tun. Wir wählen jetzt mit angewählten kompletten Ebenen Bearbeiten, Ebenen automatisch überblenden, Bilder stapeln, nahtlose Töne und Farben. Inhaltsbasierte Füllung für transparente Bereiche benötigen wir nicht, denn wir werden das Bild natürlich am Ende des Vorgangs dann noch beschneiden, wenn es soweit okay ist. Ich klicke auf OK. Ja, und wenn man sich das jetzt anschaut, sieht es im ersten Moment ziemlich lustig aus, aber das ist eigentlich schon ein recht ordentliches Ergebnis, mit dem man dann für die Retusche arbeiten kann. Ihr seht jetzt hier auf den Ebenen einzelne Masken, in denen die Schärfebereiche dann entsprechend freigestellt wurden. Jetzt sollte es im Idealfall natürlich so sein, dass unsere Objekte in der Mitte alle komplett scharf sind. Leute, Photoshop verrechnet sich da manchmal und dann sollte man schlicht und ergreifend ein paar Arbeitsschritte zurückgehen und den ganzen Vorgang nochmal wiederholen, denn er rechnet das unterschiedlich. Ich mache jetzt aber mal Folgendes, damit wir das Bild beurteilen können. Ich wähle jetzt, die Ebenen sind dann noch alle ausgewählt, Steuerung J, Steuerung E. Und damit habe ich nur Folgendes gemacht. Ich habe alle Bilder zu einem Bild zusammengefügt. Und das seht ihr jetzt hier in den Ebenen zu oberst. Und jetzt zoomen wir mal heran über Steuerung Alt 0 und gucken mal, was hier das Ergebnis ist und ob das wirklich zufriedenstellend ist. Und da seht ihr, da haben wir hier ein paar kleine Bildfehler an der linken Kante. Das macht nichts, das ist alles super gut zu retuschieren.
An der Deo-Flasche haben wir auch einen kleinen Patzer, auch nicht weiter tragisch, hier auch. Aber im Großen und Ganzen, auch mit den Spiegelungen, sieht das schon recht ordentlich aus. Die Flasche ist einwandfrei geworden. Natürlich ein bisschen Dreck, den man dann wegretuschieren muss. Der Karton ist picobello. Hier auch wieder ein kleiner Fehler. Alles aber sehr gut zu retuschieren. Und hier die Tube mit dem Duschgel ist auch klasse. Da ist auch wieder ein kleiner Patzer drin. Aber alles nicht wirklich so wild. So, und dann kann man natürlich hergehen und dann zum Beispiel wählen, wir wollen es quadratisch haben. Dann fährt man hier eben die Sache ein bisschen ein und grenzt das Bild ein. Schneidet hier unten auch noch ein bisschen was vom Rand weg. Nicht allzu viel, das soll ja nachher schön im Format auch drin stehen. Das könnt ihr dann nach eigenem Gusto machen und dann bestätigt man und hat dann eben hier sein Bild fertig zur Retusche und kann daran weiterarbeiten. Tja, dann kommen wir mal zum Abspann. Da wäre ich wieder. Liebe Leute, natürlich, es gibt 1000 Methoden, wie man das Ganze angehen kann. Ich habe euch jetzt nur eine Variante vorgestellt und da habe ich sogar Photoshop eine recht harte Nuss zu knacken gegeben. Denn so einfach ist es natürlich für ein Programm auch nicht durchzurechnen, dass man mehrere Objekte mit unterschiedlichen Entfernungen hat, die dann zu einem scharfen Bild zusammengerechnet werden sollen aus lauter Einzelbildern. Also das war jetzt schon heftig eigentlich. So würde man es auch meistens nicht unbedingt arrangieren. Aber das war jetzt einfach ein ganz normales Beispiel für ein Produktfoto, was ein bisschen, ja, was ein bisschen mal mit Effekten arbeitet, wie Spiegelung und so weiter. Also nochmal, ihr könnt natürlich unten in den Kommentaren euch darüber auslassen, wie ihr das machen würdet und wie viel besser das dann werden würde. Aber das ist jetzt gar nicht Sinn der Sache. Ich wollte euch hier mal das Focus Stacking von Photoshop zeigen. Und das ist halt eine der wichtigen Funktionen, um solche Probleme wie Schärfentiefe, Abgrenzungen, die exakt sein sollen, dann zu lösen. Ja, was hätte man denn noch machen können? Natürlich, man kann die Objekte einzeln fotografieren und dann in einem Composing zusammensetzen. Wird natürlich ein bisschen komplex mit den Spiegelungen. Auch das würde eventuell gehen. Man könnte mit einer kleineren Blendenöffnung, also mit einem größeren Blendenwert fotografieren. Das geht durchaus bis zu einer f22, ohne dass dieses Diffraction-Problem auftritt. Also von daher habe ich euch ja auch gesagt, habe ich ein Video zu gemacht, verlinke ich euch. Moment, ich muss gucken, hier oben. Also von daher, eine f22 ist durchaus machbar. Was natürlich wichtig ist bei der ganzen Geschichte, ihr braucht ein stabiles Stativ oder wenn es ein leichtes Stativ ist, muss es zusätzlich durch Gewichte stabilisiert sein. Ihr könnt eben nur mit manuellem Fokus, der immer gleich bleibt, durch die ganzen Aufnahmen hinweg arbeiten. Ihr braucht so eine Makroschiene, da genügt durchaus so eine billige, mit der, die ihr hier gesehen habt in dem Video, arbeite ich jetzt schon seit Jahren problemlos. Also das muss nichts wahnsinnig Teures sein. Und dann seid ihr gerüstet mit einem entsprechenden Programm, das das Focus Stacking beherrscht. Und da gibt es nicht nur Photoshop, sondern da gibt es Spezialprogramme, die auch gar nicht teuer sind oder manche sogar als Freeware. Da müsst ihr euch nur mal umtun im Internet, was man da so nehmen kann, um derartige Geschichten zu erzeugen. Nun, im Abspann zeige ich euch dann das fertige Bild. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Bitte, das Bild sollte jetzt nicht so gewertet werden als perfektes Kundenfoto, sondern das diente jetzt einfach nur zu Demo-Zwecken. Und wenn es euch dann gefallen hat, dann schenkt mir doch ein Like und wer meinen Kanal vorher noch nicht kannte, abonniere ihn, aktiviere das Glöckchen, damit du immer informiert bist, was ich hier so anbiete an Informationen. Dann wünsche ich euch viel Spaß, weiterhin viel Erfolg beim Fotografieren. Bis zum nächsten Mal, euer Alex Schwarz.